Hallo und willkommen beim Kalender für den Klimawandel. Heute wollen wir uns das Thema Energieeffizienz mit dem Schwerpunkt CO2-Fußabdruck erarbeiten. Es geht um die Definition und Ermittlung des persönlichen CO2-Fußabdruckes und welche Maßnahmen wir ergreifen können, um unsere Ergebnisse zu verbessern. Legen wir los. Bei dem CO2-Fußabdruck, auf Englisch Carbon Footprint, geht es um die Menge an CO2-Emissionen, die ein Mensch während eines bestimmten Zeitraums verursacht. Die CO2-Bilanz zeigt auf, wie man im Durchschnitt dasteht. Bei einem größeren Fußabdruck werden überdurchschnittlich viele Emissionen verursacht. Ein kleiner Fußabdruck impliziert hingegen ein klimafreundlicheres Leben. Möchte man wissen, wie die eigene Klimabilanz aussieht, kann man seinen CO2-Fußabdruck berechnen. Dazu müssen Sie Angaben zum Stromverbrauch, Heizbedarf, Konsumverhalten, Essgewohnheiten und Transport machen. Das Modell des CO2-Fußabdruckes wurde von Wackernagel und Ries im Jahr 1994 entwickelt. Es gibt viele Maßnahmen, die wir ergreifen können, um unseren Fußabdruck zu verkleinern. In dem Fallbeispiel und die Aufgabe, die zu diesem Video gehören, finden Sie jede Menge Vorschläge und Beispiele, wie Sie Großes und Kleines ändern können, um Ihren Fußabdruck zu verkleinern. Wie gehen Sie zum Beispiel mit der Restwärme aus Herd und von Kochplatten um? Backen Sie schon mit Umluft und ohne vorzuheizen? Haben Sie Ihre Heizung richtig angestellt und die Rohre isoliert? Auf der Webseite von WWF finden Sie den Fußabdruckskalkulator. Den können Sie für die Ermittlung Ihrer Klimabilanz nutzen. Beim CO2-Fußabdruck geht es also darum, wie viele Emissionen wir verursachen. Wir haben alle Bereiche, in denen wir besser werden können. Mit dem CO2-Kalkulator bekommen wir einen besseren Überblick, in welchen Bereichen wir besonders tätig werden müssen. Zum Glück bedeutet die Umsetzung vieler Maßnahmen eine Win-Win-Situation. Ein Schritt für die Umwelt hat oft auch eine gute Auswirkung auf unsere Lebensqualität und unser Portemonnaie. Glückwunsch! Jetzt wissen Sie mehr über den CO2-Fußabdruck, wie Sie Ihre Klimabilanz ermitteln und wie Sie sie verbessern können. Viel Erfolg beim Machen!